Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus und heute geht es um diesen kleinen Haufen. Und zwar habe ich hier von der Firma Singbao die XB 18016, den Müllwagen. Bin ein bisschen gehandicapt, weil ich hatte was am Nacken. Ähm, Ich habe dieses gute Stück aus China mir schicken lassen. Dementsprechend sieht man hier auch die Verpackung, nämlich keine, beziehungsweise eine graue Tüte. So, als erstes kommen wir die Aufkleber entgegen. Dann machen wir gleich. Die Anleitung. Die Rückseite. Ich habe schon einige gesehen, die es gebaut haben, jetzt wollte ich es auch bauen. So, und zwar, wir haben hier viele Prints bei, das habe ich schon gesehen. Aber wir haben auch Aufkleber dabei. Man den braucht. Da sind die Aufkleber. Ne? Mülltrennung ist gut. Ich habe schon öfters Tsingtao gebaut, das ist schon eine ganze Weile her. So, wir haben hier das Auto mit einer Klemmfigur dabei. Das Ganze hat 42 Seiten, 2 Bauschritte und einmal hier 87 Teile, 87 Bauschritte und einmal 79 Bauschritte. Das heißt also 186 Bauschritte. Das, was gebaut wurde, wird ausgegraut, was allerdings etwas schlecht zu sehen ist, wie ich das gerade hier sehe. Ja, hier jetzt vielleicht. Und es wird gleichzeitig auch noch mit Pfeilen gezeigt, wo es hin soll. So. Ich habe die beiden Bauschritte hier schon mal getrennt. Ich gucke mal eben. Also wir haben hier Bauschritt 1, da 2. Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tüten. Bauschritt 2 sind, was ist die Figur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Tüten. Ja, dann würde ich sagen, ich verteile Bauschritt 1 mal auf meine Pommeschälchen und dann schauen wir uns weiter an. So, ich habe die jetzt ausgeschüttet. Was ich sagen kann, ist, die Anguststellen sind recht klein, aber man fühlt sie. Die Oberflächen sind relativ glatt. Und achso, man sollte jetzt mal nehmen das. Das sieht eigentlich auch relativ gut aus. Na, mal gucken. Klemmkraft kann ich noch nichts zu sagen. Und hier ist ein Print. So. Ich würde sagen, ich mache mal die ersten Schritte und dann melde ich mich wieder. Schritt 7 ist jetzt abgeschlossen. Wir sehen jetzt schon mal im groben Ganzen, wie lang das gute Stück wird. Ich habe sogar die ersten Fliesen draufgelegt. Die Steine sind alle Glanz. Die Fliesen, ja, sag ich mal, gehen auch gut aus. Die Teile haben verschiedene Angusspunkte, was den Verdacht nahelegt, dass es verschiedene Produktionen sind.
Das ist jetzt auch schon ziemlich stabil, nach 7 Bauschritten. Mal gucken, was jetzt kommt. Das nächste, was hier auf dem Plan ist, ist, dass ich quasi schon die Rücklichter dran baue mit dem ersten Print. Ich meine, okay, das ganze Modell hat 550 Teile, ne? Aber jetzt, ich habe ein kleines Problem. Hm. Und zwar nicht mit dem Modell an sich, sondern mit der Anleitung. Das ist ja schön und gut, dass sie alles, was vorher war, ausgrauen. Aber die ist klein. Und ich bin Brillenträger. Und wenn ich bin jetzt gerade bei Schritt 13. So, Schritt 13. Das Problem ist, dieses Modell hat vier Farben. Schwarz, Grün, Grau, Grau und Schwarz. 5 Farben. Da sind 2 verschiedene Grautöne. Das, und weil sie da teilweise was ausgrauen und nicht ausgrauen. Ähm, Das sind die beiden Grautöne. Kann man wunderbar unterscheiden. Im Echt. Aber hier in dem Heftchen ist es nicht so ganz einfach. Vor allem dadurch ist es noch kleiner. Weil ich die Brille abnehme, um zu gucken, wo hier was hinkommt. Ich meine, ich komme klar, aber man könnte es angenehmer haben. Bauschritt Nummer 61. Soweit sind wir jetzt gekommen. Das hier ist ein Print. Das hier sind auch Prints. Das ist die Mechanik, um das hochzuheben, mit dieser Rutschentechnik. Mit dem Grau in Grau habe ich echt ein bisschen Schwierigkeit mit der Anleitung, gebe ich zu. Entweder hätte sie größer sein müssen oder die Farben sind ein bisschen anders. Also dann, zum Beispiel hier dieser Bauschritt. Alles ist ausgegraut und die neuen Bausteine sind grau. Ja, okay, ich sehe den Fall. Aber das ist jetzt ein schlechtes Beispiel von mir aus, aber schwer. So, Bauabschnitt 1 ist fertig und ich verliere das erste Teil. Nein, aber das ist da hinten, das wird später verbaut. So, wir haben jetzt quasi die ganze Mechanik fertig. Dass diese Clear-Teile nach innen kommen, wundert mich ein bisschen, aber so steht es in der Beschreibung. Wir haben auch schon eine gewisse Funktion. Ja, muss ich noch ein bisschen einstellen, aber scheint ganz gut zu funktionieren. So, so. Jo, das hier sind Prints, das Prints, äh, das ist Print. Warum sie den Rest damit Aufklebern gemacht haben, zum Beispiel also hier, so ein kleiner Aufkleber drauf. Hätten sie auch printen können, ne? Das hier Flat Silber und das hier auch Flat Silber. Gut. Ich packe jetzt Tüten Bauschritt 2 aus und dann gucken wir weiter. So, ich bin im Bauschritt 2.16. Jetzt gerade an dem Führerhaus. Alles, was man hier sieht, das heißt die grünen Streifen, das Nummernschild, hier die Armaturen, das sind alles Prints. Das sind alles Prints. Hier Prints. Ja. Und dann ist das was. Sehe ich nicht. Mal abwarten. Aber ich denke mir, die kommen da nicht drauf. Ich bin jetzt im 23, habe jetzt das Führerhaus fertig. Mit Frontglas, nur Mikrokratzer aufweist. Allerdings habe ich wahrhaftig ein Fehlteil. Und zwar, man sieht hier hinter der Fahrertür eine schwarze Fläche. Und hier sieht man eine blau durchsichtige Fläche.
Das sollte auch eine schwarze Fläche sein. Die war aber nicht bei, dafür war die dabei. Gut, wenn es mehr nicht ist, damit kann ich leben. Denke ich. So, theoretisch gesehen käme jetzt der hintere Teil dran. Aber ich bin mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. So, jetzt sind wir bei Bauabschnitt 50. Das ist auch eine ganz interessante Technik. Ja. Und geht das so weiter. So. Auf der Seite kommen wir. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Grün, muss man sagen. Kommt, glaube ich, auf dem Video ein bisschen sehr blass rüber. Aber ich werde sicherlich noch ein Einspielvideo machen. Wie immer bei mir. Oder, na, ne, das Einspielvideo kommt im Review. Aber das Bauen, ja, wie gesagt, also meine Augen sind nicht mehr die besten und dementsprechend, naja, so, jetzt bin ich mal gespannt. Habe ich jetzt hier einen Fehler gemacht oder habe ich jetzt keinen Fehler gemacht? Wie soll ich denn da tun? Hä? Ja, mal gucken. Ja, warum sagt man das dann? Ich hatte einen Baufehler gemacht. Musste vorne ein Stück weiter raus. So, jetzt stimmt es aber. Das war jetzt übrigens Bauschritt 51. Und kommen jetzt noch knapp 8 Seiten. So, jetzt haben wir den hier noch fertig. Der ist zum Öffnen. Da ist ein Loch. Das sind alles Prints. Das sind alles Prints. Und das sind alles Prints. Jetzt wird das zusammengefügt und dann sind wir schon fast durch. So, ich bin fertig. Aufkleber habe ich nicht benutzt. Mülleimer stehen hier. Und diese seltsame Figur habe ich auch zusammengebaut. Na gut. Mehr dazu im Review. Achso, Teile, die ich über hatte. Seltsamerweise davon 2 Stück. Die waren separat eingepackt, als ob sie zusätzlich da eingepackt worden sind. So. Also, wenn, dann waren sie doppelt zusätzlich eingepackt. Ansonsten, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Lieben Gruß aus dem Ruhrpott, euer Markus. Bis dann. Glück auf.